Hi, wir freuen uns, euch zu einer neuen Ausgabe von #Bulle und Bär willkommen zu heißen. Wir sind mal wieder hier auf dem Börsenplatz 4 für euch unterwegs und heute dreht sich alles um das Thema Aktienkultur. Los geht's! Glaubst du, in Deutschland gibt es eine Aktienkultur? Ich glaube schon. Also in meiner Familie haben wir doch Aktien, aber ich selbst habe kein wirkliches Wissen darüber. In Deutschland, die sind sehr konservativ. Die meisten versuchen ihr Geld in Versicherung, das Geld reinzustecken und sind sehr, oder halt auf dem Sparkonto. Ich glaube, da sind die Deutschen schon noch relativ konservativ. Also bei der Jugend ist es ein bisschen anders, aber die älteren Generationen sind schon immer noch so, lieber ein Sparbuch. Escándalos relacionados con bancos. En la crisis del 2008 mucha gente no se atreve a invertir o no conoce o considera que el mercado accionarial es un casino. Und wie kann man das verbessern? Vielleicht, wenn man denkt, die Schulen oder die Universitäten können was machen. Tatsächlich, da fängt es an. Beispielsweise, ich hatte so in der Schule schon das Fach Wirtschaft während meiner Abi-Zeit. Zumindest eine gewisse Aufklärung. Was sind eigentlich Aktien? Wie kann man damit was kann man damit eigentlich anstellen? A través de diferentes seminarios, el gobierno tampoco promociona mucho la inversión como en otros países, es otra de las diferencias. Also generell ganz wichtig. Auch im Hinblick eben auf später, also auf das Rentenalter, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man hier mehr Informationen weitergibt. Wir sind nun zurück im Deutschen Aktieninstitut. Unsere Expertin heute ist Michaela Hohlmeier, Leiterin Kapitalmarkttrends und Innovation und auch noch Referentin der Geschäftsführung. Guten Tag. Guten Tag. Frau Hohlmeier, wie steht es um Aktienkultur in Deutschland? Wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Der deutsche Leitindex DAX wird 30 Jahre. Trotz Höhen und Tiefen geht es langfristig klar bergauf. Mit 1000 Punkten gestartet sind wir mittlerweile bei knapp 13.000 Punkten. Das zeigt auch hier unser DAX-Renditedreieck, das die jährlichen Durchschnittsrenditen einer Einmalanlage in den DAX visualisiert. Viel Grün bedeutet viel positive Entwicklung über die Jahre. Trotzdem leider sind die Deutschen zu wenig in Aktien investiert. 2017 waren in etwa 10 Millionen Bundesbürger Aktienbesitzer oder Besitzer von Aktienfonds. Und das ist nicht einmal jeder 6. Bundesbürger über 14 Jahre. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, pünktlich zum Geburtstag ein neues DAX-Renditedreieck zu veröffentlichen, das die monatliche Geldanlage widerspiegelt und damit auch das Anlageverhalten der Deutschen besser wiedergibt. Woran könnte es denn liegen, dass im internationalen Vergleich wir Deutschen solche Aktienmuffel sind? Es wird immer die hohe Risikoaversion der Deutschen genannt. Mir ist keine Studie bekannt, die das irgendwie beweist. Im Sport, in der Forschung, überall gehen wir Risiken ein. Also warum nicht im Vermögensaufbau? Der Grund dürfte hier sein, dass die Deutschen die Aktie als zu riskant einschätzen, weil sie einfach langfristig keine Erfahrung von Kindesbeinen an gemacht haben mit ihr. Und dann kommen diese Vorurteile, sie ist unsicher, nur für Reiche, mit kleinen Beträgen nicht möglich. Ich benötige Fachwissen. Es fehlt in Deutschland schlichtweg diese langfristige positive Erfahrung mit Aktien. Sie reden über fehlende positive Erfahrungen. Wie ist es möglich, diese Erfahrungen zu verbessern? Gute Beispiele sind hier Schweden, aber auch die USA. Dort ist ein wichtiger Hebel die aktienbasierte Altersvorsorge. So hat beispielsweise Schweden in den 90er Jahren die gesetzliche Rente auf die sogenannte Prämienrente umgestellt. Seitdem zahlt jeder arbeitende Schwede 2,5% seines Bruttolohns in Fonds ein. Und wenn man solche langfristige positive Erfahrungen mit Aktien über die Altersvorsorge macht, verliert man auch die Scheu und gibt es am Küchentisch sozusagen an Kinder und nächste Generation weiter. Und wir würden sowas in Deutschland auch sehr begrüßen, weil einfach die Aktie sehr wichtig ist für langfristigen Vermögensaufbau, die Altersvorsorge, vor allem für die jüngere Generation. Frau Hohlmeier, lieben Dank, dass Sie uns heute begleitet und uns das Thema der Aktienkultur erläutert haben. Sehr gerne. Wir werden die Entwicklung dieses Themas beobachten und freuen uns auf einen positiven Trend. Wie immer empfehlen wir euch auch die Seite Börse Frankfurt und auch diesen YouTube-Kanal. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr dieses Video weiter teilt. Gerne auch mit den Hashtags wie Aktie, Aktienkultur und Bulle und Bär. Bis zum nächsten Mal.